Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vor einiger Zeit habe ich einen Landwirt angerufen und ich habe Folgendes gefragt. Er hat einen Anruf gekriegt von einer Firma, die möchte eine Photovoltaikanlage bauen auf einer seiner Flächen und sie würden ihm 3.500 € Pacht pro Hektar pro Jahr. Und der Landwirt hat mich dann gefragt, soll er das machen oder nicht? Denn beispielsweise ist es so, wenn er Winterweizen anbaut und selbst der Ertrag doppelt so hoch ist als normal, was an sich nicht realisierbar ist, wäre das bei weitem nicht das, was er sozusagen durch die Pacht kriegen würde. Was denken Sie, was ich Ihnen raten? Was soll er tun? Er hat dann noch weiter ausgeführt, weil auf der einen Seite, ja, 300.000 € ist viel Geld, über 20, 30 Jahre lang. Aber auf der anderen Seite ist dann bald dann eine Photovoltaikanlage steht, ist natürlich mal vorbei mit der EU-Förderung. Auf der anderen Seite dann war es auch nur so, dass diese Fläche waren 15, 16 Hektar in etwa. Das wäre also ungefähr 7% von seiner Betriebsfläche. Ich habe dann gesagt, ich will mal abwarten und mal gucken, wie es denn mit Photovoltaik ist. Das hat er dann auch gemacht. Und nach einiger Zeit hat er dann wieder angerufen und dann kamen also Fragen auf. Und was Sie hier sehen, sind so typische Fragen, die man heute hört, wenn es um die Photovoltaik geht. Sie sehen also dieses bunt gemischt, angefangen damit, welche Auswirkungen hat es auf den Ertrag, wie sieht es aus mit Förderung, bis hin so, ein Landwirt hat einmal erzählt, ja, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, und meine Fahrer, da muss ich immer gucken, weil wenn da jemand mit 0, was weiß ich, Promille reinfährt, dann kann es relativ leicht einen Crash geben mit der Anlage. Also von daher viele, viele Fragen. Und heute in unserer Veranstaltung wollen wir versuchen, einen Teil dieser Fragen zu beantworten. Und damit, meine Damen und Herren, möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Agri-Photovoltaik Forum Sachsen 2023. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Sie sehen, also die Plätze sind fast alle belegt. Also wir haben also über 120 Reservierungen. Und wir sind also ja, sehr gespannt, wie unser Tag heute werden wird. Sie kennen ja das Programm. Wir haben vormittags die Veranstaltung hier im Hörsaal. Nachmittags geht es dann raus in die Anlage und wettermäßig sieht es heute ganz gut aus. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Gummistiefel mit, weil die Bank ist also etwas feucht. Wir hatten gestern Abend wieder einen Regenschauer mit 5 Liter, aber man kommt also relativ gut durch. Bevor wir jetzt in die Vorträge einsteigen, zunächst mal ein paar Worte zum Forum. Was ist überhaupt ein Forum? Ganz kurz mal eine Definition, so wie man das hier so im Netz findet. Also ein Forum, das sehe ich hier, ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Ideen auszutauschen, Fragen zu stellen, Diskussionen zu führen, Informationen zu teilen. Das kann sowohl online als auch offline erfolgen. Und an dieser Definition haben wir dann hier als unser Forum ausgerichtet. Das heißt, wir sprechen hier Agri-Photovoltaik Forum Sachsen, ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, unser Agri-Photovoltaik, nicht nur in Sachsen, Ideen auszutauschen, Fragen zu stellen, Diskussionen zu führen und Informationen zu teilen. Und es existiert sowohl als offline, beziehungsweise in Präsenz, so wie heute, als auch online im Netz drin. Es ist so, dass unser Ziel ist, generell die Agri-Photovoltaik voranzubringen. Das heißt, wir werden also durch Veranstaltungen wie heute oder dann also auch durch Besichtigungen und so weiter also versuchen, möglichst viele Akteure, Interessierte zusammenzukriegen, sei es jetzt am Tisch oder bei einem Seminarraum oder am Rechner, sodass wir also hier dann ja, unsere Ideen, unsere Gedanken, unsere Anforderungen und Wünsche dann austauschen können. Also das Forum ist in dem Sinne also keine Organisation, sondern ist mehr oder weniger eine Plattform, sei es virtuell oder remote. Und die nächste Veranstaltung, die steht mehr oder weniger schon fest, nämlich im Jahr 2024 wird das Highlight sein, nämlich die Veranstaltung zur Eröffnung der Agri-Photovoltaikanlage auf dem Lehr- und Versuchsgut in College vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Es ist so, dass wir in der Zwischenzeit auch eine Seite eingerichtet
über die dann der Austausch und so weiter begann, bis hin zur Information. Ich brauche jetzt also hier nicht den kompletten Link aufschreiben, sondern einfach angeben, die Aufforderung Sachsen eingeben, dann kommen Sie dann also hier auf die entsprechende Seite. Bevor wir nun einsteigen in unsere Vorträge, ein paar grundlegende Anmerkungen von mir. Was wir sehen, sind also die Energieziele, die also unsere Regierung für die Energiewende vorgegeben hat. Wir sehen also hier, welche Ausbauziele wir erreichen müssen, um die Energiewende also nicht zu bekommen. Und wenn man auf die Photovoltaik guckt, dann sehen wir, sind wir jetzt gerade mal hier bei 64 Gigawatt. Und wir müssen also bis 2030 dann auf 215 Gigawatt kommen, wobei das Ganze geht dann noch weiter bis ins Jahr 2040, da müssen wir es dann also ungefähr 400 Gigawatt sein. Und wenn wir also jetzt hier die erneuerbaren Energien ausbauen wollen, dann sehen wir hier ein Problem. Diese Zahlen, die wir sehen, also nicht auf die goldene Waage legen, sondern also nur mal Tendenzen haben. Was wir jetzt hier sehen, also im unteren Bereich, sind also unsere klassischen sozusagen fossilen Energieträger bzw. Kernkraft. Und was wir also hier sehen, der Platzbedarf, den wir hier brauchen, um also hier dann eine Terawattstunde an Energie zu erzeugen, ist vergleichsweise gering. Und sobald wir wechseln in die regenerativen Energien, dann sehen Sie, dass hier dann der Platzbedarf erheblich steigt. Das ist hier eine überblickliche Skala. Hier sind wir ungefähr bei 1 Quadratkilometer und hier oben sind wir dann bei 15, 20 Quadratkilometer. Und noch schlimmer sieht es aus, wenn wir also hier uns Energiepflanzen denken, also Mais, Biogas und so weiter. Da sehen Sie also, welchen Zuwachs an Flächen wir brauchen, um also hier entsprechend dann regenerative Energien erzeugen zu können. Und jetzt, wenn wir zurückkommen zur Photovoltaik, dann sieht es so aus, also hier eine Veröffentlichung vom Kühlen-Institut, wo also Herr Böhm und Herr Tietz mal versucht haben, abzuschätzen, wie groß der Flächenbedarf für die Photovoltaik sein wird. Und es sind also hier mal angenommen, dass also hier den Zubau, den wir also brauchen an Photovoltaik, dass wir zum einen natürlich unsere Flächen wie zwar ehemalige Bergbaugebiete und so weiter, aber trotzdem, wir werden einen großen Teil an landwirtschaftlichen Nutzflächen aufstellen müssen, was dann heißt, also wir mit abschätzen, sind wir 50% angenommen worden. Und wir sehen dann, wenn wir jetzt hier von einem durchschnittlichen Verbrauch ausgehen, also von ungefähr 1,7%, dann wäre es 280.000 Hektar an landwirtschaftlicher Nutzfläche, die wir verlieren. Und wenn man jetzt hier dann die Extremwerte ansieht, also hier hoch bis zu 4%, das heißt, wir brauchen also ungefähr 1,5 Million Hektar an landwirtschaftlicher Nutzfläche zum Ausbau der Photovoltaik. Und wenn wir jetzt mal das Ganze noch von einer anderen Seite her betrachten, nämlich was wir hier sehen, ist die Entwicklung der weltweit verfügbaren Ackerflächen pro Kopf, die also zur Verfügung stehen, also in den letzten 50 Jahren. Und wir sehen, wie also in den Hektar ausgetragen, weil so stehen dann ungefähr 0,38 Hektar, hat sich bis heute die Fläche, die pro Kopf zur Verfügung steht, halbiert. Und daran merkt man also, wie stark hier die Flächen genutzt werden bzw. verloren gehen. Und das hat natürlich dann langfristig gravierende Auswirkungen. Bisher war es so, dass es kein Problem war, diesen Rückgang der Fläche durch die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion auszugleichen. Also es geht so einigermaßen, um also hier die Weltbevölkerung noch zu ernähren. Einfach, weil wir also in den letzten Jahrzehnten immer schön Steigerungen in den Erträgen bekommen hatten. Aber eine Darstellung hier, die das Agricon, eine der großen landwirtschaftlichen Beratungsfirmen, zur Verfügung gestellt, also aus Daten von der FAO und Eurostat. Und da sehen wir, was meiner Meinung nach sehr bedenklich ist, was also hier in den letzten Jahrzehnten so wunderbar funktioniert hat. Also sprich Anstieg der landwirtschaftlichen Nutzfläche, der landwirtschaftlichen Erträge, damit ist vorbei. Also nicht nur in Deutschland, es wird es ja weltweit sehen, also in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so weiter, die Ertragskurven flachen sich ab. Das heißt, was wir in der Vergangenheit bisher machen konnten, den Ausgleich des Flächenverlustes durch höhere Erträge, das wird also in Zukunft schwieriger werden. Und dementsprechend
kommen wir nicht drum herum, dass wir zum einen nach wie vor großen Wert drauf legen auf der landwirtschaftlichen Produktion, aber auch im Hinblick auf unseren Klimaschutz, dass wir hier dann entsprechend auf unseren Feldern auch Energie produzieren können. Und deshalb sozusagen hier jetzt unsere heutige Tagung zur Agri-Photovoltaik, die ja beides verbindet, das heißt gleichzeitig auf einer Fläche sowohl landwirtschaftliche Produktion zu betreiben, als auch die Erzeugung von regenerativen Energien.